Editions-Sondermodell von Yukon. Wirklich ein richtig tolles Fahrzeug. Also wir haben ja schon die 2 anderen Modelle gezeigt. Neben mir steht Luc Schütters ist mein Name. Ich bin Export Sales Manager bei Francia, betreue hauptsächlich die westlichen, nördlichen und östlichen Länder neben Deutschland und freue mich, heute hier zu sein. Cool, wir freuen uns auch. Du hast uns schon super viel irgendwie coole Infos gegeben zu den anderen Modellen. Das ist jetzt was ganz Besonderes, was ganz Neues, oder? Genau, also wir stellen jetzt ein Editionsmodell der Marke Yukon vor. Das ist der Yukon K-Peak. Wer sich jetzt fragt, okay, K-Peak, das hört sich aber komisch an. Ne? Dann K-Peak ist eigentlich von der Namensgebung her, kommt vom Kiel Peak, um es geschichtlich her zu erzählen. Also ihr habt euch echt was einfallen lassen. Manche nennen einfach nur irgendwelche Buchstaben und Zahlen, aber ihr habt schon euch was dabei gedacht. Wir haben es probiert zumindest. Ne? Und dann Kiel Peak ist der höchste Berggipfel in Yukon in Kanada, da wo auch der Yukon, also zumindest Name vom Yukon herkommt. Und daher jetzt auch dieses Sondermodell Yukon Kiel Peak, ne, weil wir sehr bergig, autark unterwegs sein wollten mit diesem Sondermodell, weil es richtig ein Offroad-Modell, ein Kracher 4x4, richtig? Mit Allrad, Torque on Demand von Mercedes auf Mercedes-Benz-Basis. Und High-End von High-End. Ja, sowohl im Wohnmobilbereich, im Aufbau, als auch bei Mercedes sind wir hier fast im Kastenwagenbereich bei alles, was geht, sage ich mal. Auf jeden Fall. Und natürlich muss so ein Editionsmodell auch von außen besonders aussehen. Und man sieht es hier schon, wir haben hier nicht die typischen Yukon-Aufkleber drauf, sondern wir haben hier ein ganz anderes Außendesign. Wir haben hier einen mattschwarzen Hintergrund, wir haben glänzend schwarze Akzente und wir haben hier auch ein abstraktes Bergdesign, ein Berghorizont, kann man irgendwo sagen. Und in Orange auch wo der Yukon herkommt, als Orange, weil das die Yukon-Farbe ist. Da sehen wir hier natürlich den Kiel Peak, beziehungsweise den K-Peak. Bergspitze auf Deutsch. Genau. Und dann wir haben dieses abstrakte Design, ist auch gemacht aus dem Yukon Smiley, was vielleicht der eine oder andere mal kennt oder gesehen hat. Und hieraus ist dann auch unser Bergdesign entstanden. Sehr neutral im Allgemeinen. Wir haben hier eine Farbe, also die passende Farbe dazu gewählt. Kommt gut an, oder? Ja, wir haben Tenorit Grau Metallic. Das ist eine der beliebtesten Farben. Das heizt sich auch nicht so auf wie jetzt zum Beispiel schwarz oder so. Und trotzdem wirkt es sehr dezent, ne? Und mit so ganz scharfen Akzenten wie so ein bisschen Orange haben wir da nochmal mit reingearbeitet. So, für was haben wir jetzt diese Backen? Erzähl mal. Also man sieht hier Backen im Gegensatz zu den anderen 2. Wir stehen hier bei dem Yukon 6.0 BD. Der BD steht für Querschläfer bei Francia, bei Yukon. Und man kennt es bei Mercedes, da geht die immer so ein bisschen so nach oben, spitzt er sich zu und wird ein bisschen schmäler. Und da arbeiten wir natürlich dann wieder gegen. Ne? Und machen GFK-Verbreiterungen drauf, die wir selbst entworfen haben, um im Innenraum natürlich wieder 2 Meter Länge zu generieren, beziehungsweise vom Fahrzeug her 2 Meter Breite, 2 Meter Liegefläche. So, für mich wird es reichen mit 1,66. Nein, ist schon klar. 2 Meter braucht man definitiv, damit auch du da drin schlafen kannst. Ne? Ja, richtig, ja. Also wenn man dran mitgearbeitet hat, will man vielleicht auch mal drin schlafen in so einem Fahrzeug. Und von dem her, die 2 Meter braucht man, das soll ein Standard sein. Ja. Und das haben wir hier auch wieder geschaffen. Und das ist natürlich toll, wie das so wirkt. Ja. Also wir sehen hier, ich mache mal schnell die Frontscheinwerfer an. Ich wollte gerade sagen, die sind hier nicht an, aber da kannst du fast nicht reingucken, so hell sind die. Also das ist schon der absolute Wahnsinn. Stahlfelgen, die hier serienmäßig mit drin haben. Ja, die Reifen sind schon ordentlich. Also die sind auch ab Werk drin. Also alles, was wir hier sehen am Fahrzeug und im Video, ist auch in der Serienausstattung mit drin. Das Dachzelt nicht, oder? Das Aufstelldach nicht. Genau, das waren die 4 Optionen, die noch übrig geblieben sind, die man dazu wählen kann. Ja, wir haben eben ein Aufstelldach, wir haben eine Markise, wir haben einen Wechselrichter und einen LTE-Router oder die 2 Sitzplätze, die ich hinten noch weglassen kann, zumindest nicht die Sitzbank an sich, sondern die Gurtgestelle, um ein bisschen Zuladung zu generieren. Das wäre möglich. Alles andere, Leute, ist in dem Preis drin, oder? Genau, und der Preis ist vielleicht auch interessant, ist bei diesem Modell 115.500 €. Und 115.500 € verglichen mit der Konkurrenz liegen wir da ca. 10.000 € drunter. Ausstattungsbereinigt sogar ein bisschen drüber bei 10.700 €. Und wenn wir dann nochmal sagen, okay, der ist trotzdem ein stolzer Preis, ist es natürlich auch, wir haben es auch mal direkt verglichen, wir wollten wirklich einen attraktiven Preis anbieten für die Leute, die sich gleich für Vollausstattung entscheiden.
Und da nachgebaut mit den Yukon-Optionen als Einzeloption, wenn ich die wählen würde, spare ich bei diesem Modell ca. 17.000 Euro. Und das ist natürlich auch nochmal ein extrem gutes Argument, sich für so ein Modell zu entscheiden. Absolut. Gerade auf den Mercedes und gerade weil bei 4x4 da will man auch was bieten und will man sich auch den ein oder anderen Luxus im Inneren und im Außen gönnen. Absolut. Und ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon so explizit erwähnt haben, aber es ist auch ein absolutes Kraftpaket, oder? Also wir haben so viel Strom da mit dabei. Warum? Genau, also wir haben sowohl motortechnisch sind wir hier wirklich bei der Spitze, wir sind bei 190 PS. Wir haben fast alle Mercedes-Optionen, die es gibt, haben wir mit inkludiert. Also wir haben eine Klimaautomatik, wir haben Thermofronic haben wir mit drin. Wir haben, wie gesagt, die 190 PS, wir haben die Mercedes-Benz Komfortsitze mit drin. Die sind toll, sehr bequem auch. Ja. Dann hatten wir vom Aufbau her, was wir natürlich mitgeboten haben, sind wir da, ich sag mal, wirklich so gut wie wir noch nie waren. Wir sind bei 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterien und inklusive Heizung sogar. Also ich könnte sogar nach Yukon, Kanada oder zum Kiel Peak hinfahren und wäre da stromtechnisch immer noch gut versorgt und die würden immer noch mit beheizt werden. Und das ist natürlich, tolle Argumente sind es natürlich für dieses Fahrzeug. Gerade Fragen auch. Schon wieder die 3 Minuten verpasst, aber egal. Soll ich kurz einschmeißen? Genau, wir schmeißen es jetzt trotzdem noch ein. Ja, also, das war nicht meine Frage, aber jetzt hast du dran gedacht. Ich möchte euch bitten, bitte abonniert German Television, damit wir weiter so coole Videos machen können. Er macht schon den Daumen hoch und gibt uns natürlich auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Ja, es ist komplett kostenlos. Ihr kauft keine aufblasbare Waschmaschine oder sonst irgendwas und ihr könnt sogar die Benachrichtigungen ausstellen, falls es euch nervt. Genau, jetzt Jeanne, deine Frage. Die Frage war jetzt auch wegen dem Strom, weil ihr habt da ja schon drauf geachtet, dass da genug vorhanden ist. Und dann macht man natürlich noch das WLAN-Paket mit dabei. Ist es dann auch so gedacht, dass es für die Leute ist, die gerne mal autark vielleicht egal von wo arbeiten wollen? Genau, also wir sind hier auch so ein bisschen so die Zukunftsvision vielleicht. Also wir haben hier auch keinen Fernseher mehr mit drin, sondern wir bieten hier lediglich eine LTE-Option an. Ein Alphatron Extreme, was auch 2 Antennen drin hat. Das hat auch so ein bisschen mehr Reichweite als das LTE am Handy. Und dann habe ich das immer mit vor Ort. Und dann kann ich natürlich auch in Richtung Mobile Office oder von überall unterwegs arbeiten. Das könnte ich hier natürlich im Kastenwagenbereich auch machen. Und ich bin natürlich, wenn wir nochmal die Frontscheinwerfer sehen, ich bin natürlich sehr, sehr cool unterwegs. Ich meine, es ist schon ein sehr cooles Büro. Ja, erfahrungsgemäß, was würdest du sagen, ist hier die Zielgruppe? Also wahrscheinlich nicht das alte Rentner-Ehepaar von 80 Jahren, oder? Würde ich gar nicht sagen, also vielleicht 80 nicht, aber das ist vom 4x4, meine ich, da ist der Einstieg schon sehr hoch, aber wir sind hier im Kastenwagenbereich sind wir so breit gespreizt eigentlich, es sind eigentlich die jung gebliebenen Aktivurlauber, oder? Genau, also die jung gebliebenen Best-Ager, so wie man natürlich schön sagt, oder natürlich auch die etwas jüngeren. Also das von entsprechende Kleingeld haben auch, oder? Ja, das sicherlich. Ja. Und deswegen sind wir beim Kastenwagenbereich sehr gespreizt. Das macht es für uns natürlich auch sehr spannend. Und von dem her sind wir auch außen sehr neutral geblieben. Wir wollten auch nicht zu auffällig sein, schon coole Akzente geben, aber nicht zu auffällig sein, deswegen auch die Farbe. Und das haben wir geschafft, glaube ich. Ja, absolut. Ganz kurz nochmal als Reminder, das ist eigentlich ein 2-Personen-Fahrzeug, kann aber auch als 4-Personen-Fahrzeug genutzt werden, mit dem Aufstelldach und mit 2, nein? Fast anders, also wir haben hier den typischen 6-Meter-Grundriss. Ja. Wir haben einen 6 Meter mit Querschläferbett, wir haben eine Rücksitzdbank, wir haben 2 Frontsitze, also wir haben ein reines 4-Personen-Fahrzeug. Okay. Und ich könnte hier auch noch ein Aufstelldach mitbestellen, dass ich mit 4 Personen sowohl drin sitzen kann, als auch schlafen kann. Das ist hier das Interessante und ich habe 2 komplett separate Schlafbereiche. Von der Dieselheizung her, also wir sind hier auch heizungstechnisch sehr, sehr stark unterwegs, das hatten wir noch nicht erwähnt. Wir haben einen Truma Kombi D6e. Kombi haben wir noch nicht erklärt, können wir jetzt mal erklären, ja, gerne. Was das so heißt. Also eine Kombi-Heizung ist nicht nur fürs Heizen an sich im Fahrzeug, also für die Luftstromheizung, sondern ist auch fürs Warmwasser. Ja, also jetzt haben wir in jedem Video haben wir jetzt einen Teil von der Truma erklärt. Und wenn ihr alle 3 Videos guckt, wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall. Und von dem her sind wir da richtig stark unterwegs. Wir haben eine 6 kW Heizung. Eine 6 kW Heizung kennt man von den ganz großen Wohnmobilen, aber meistens nicht aus dem kleineren 6 Meter Kastenwagen. Also da sind wir gerade mit der Isolation, mit der
Dämmung, die wir hier verbaut haben, die 20 mm stark ist, sind wir hier schon echt richtig stark unterwegs. Durch die Dieselheizung konnten wir auch hinten den Heckbereich nochmal komplett neu konstruieren. Also wir haben jetzt hier keine Platzverschwendung mehr für 2x11 Kilo Gasflaschen, sondern wir haben jetzt hier Platz für 1x5 Kilo Gas, völlig ausreichend natürlich, auch für längere Reisen. Wir haben hier oben Stauraum, wir haben hier an der Seite Stauraum und wir haben unser Elektrikfach, ist sehr leicht zugänglich geworden. Okay. Also wir... Was habe ich davon? Na, falls mal irgendwas mit der Sicherung wäre, man sieht oben die Sicherung jetzt zum Beispiel. Hier funktioniert doch alles, oder? Ja, es funktioniert immer alles. Ne? Es kann Genau, natürlich auch brauche ich doch gar nicht hin, oder? kann natürlich auch am Campingplatz irgendwas passieren, ne? Wenn ich jetzt einen Kurzschluss irgendwo habe. Ist klar. Nee, war jetzt auch blöd gefragt. Aber so, Der Verkäufer sagt dann natürlich mal, nein, natürlich, niemals. Aber brauchen wir nicht hin, tschüss, genau. Der 1%. man hat dann natürlich, aber es ist nie verkehrt, an seine Elektronik dann auch ranzukommen. Natürlich. Und deswegen komme ich dann auch so leicht an die 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie dran, wenn da was wäre. Es ist sehr leicht zugänglich davon. Nur hinten. falls. Nur falls. Genau. Na, Falls es abfällt, genau. diese, Verstanden, das hast du jetzt gerade nicht. Das hast du nicht gefilmt. Nee. Das ist gerade runtergefallen. Nee, aber es geht... diese zwei, genau, ich wollte nur noch mal die Druckwasserpumpe, auch leicht zugänglich, wollte ich zeigen. Ja. Das war hier eingeklickt. Ich hatte es dabei nicht gehalten. Also muss man halt... Alles blau, damit man auch wir können den Hinweis geben, falls ihr hier klickt. Gerne festhalten. Ne? Gerne. Genau. Okay, hier haben wir dann auch wieder wahrscheinlich zum Hochklappen so ein bisschen. Genau, das hier zum Stauraum hat. Hochklappen. Ich nehme jetzt einfach hier die Matratze mal ein bisschen rüber. Also während du das umbaust, erwähne ich jetzt nochmal, also den anderen 6 Meter, den wir gezeigt haben, ist eigentlich ein klassisches Zwei-Personen-Fahrzeug, weil hier kann ich keine Sitzbank mit einbauen. Also wenn ihr sagt, uns sind andere Sachen wichtiger, wir sind sowieso nur zu zweit unterwegs, dann ist das auf jeden Fall the way to go. Ich sage es manchmal so auf Englisch, der Weg zu gehen. Genau. Und hier, oh, das ist natürlich Hammer, ne? Also da kriegt man auch mal ein Fahrrad unter. Ich habe jetzt hier gerade umgebaut. Das heißt, die wird einfach da oben so dran gesteckt und das war's. Dann richtig, ja. Ja, ihr seid ja richtige Profis. Ihr erkennt es einfach, ihr braucht es nicht mal sehen, ne? Ja. Man hat jetzt hier hinten auch 2 Bretter. Ne, Gang. Genau, die könnte ich auch noch mal rausnehmen. Dass man mehr laden kann, ne? Was Längeres mal laden kann. Sicherlich, dass ich auch was Längeres durchladen kann. Und die Surfer, Snowboardfahrer. Subfahrer, ne? Vielleicht auch, ne? Aber Sub nimmt meistens nicht so viel Platz weg. Es sei denn natürlich, man will es nicht mehr abpumpen. Ja. Dann Ja, stimmt. Also das habe ich zum Beispiel immer, ne? Weil ich muss immer Euch passt es auch. pumpen, ne? Ja. Aber es gibt ja auch diese elektrischen Kompressor inzwischen. Aber wir schauen, dass wir die 30 Minuten nicht überschreiten, ne? Also wir schweifen jetzt nicht zu den Subs aus, aber man kann viel durchladen. Das ist mir zumindest zu teuer. Aber Okay, weiter geht's. Ja, jetzt haben wir das hier alles gesehen, was wir auch noch in keinem Video hatten. Was in dem Fahrzeug mit drin ist Mercedes-Benz 360-Grad-Kamera. Sehr gut. Direkte Konkurrenz hat nur eine Rückfahrkamera. Und die ist auch serienmäßig da mit dabei, weil ja alles mit dabei ist. Richtig, ja. Bis auf die 4 Optionen, die hatten wir aber schon, Ja, ne? ja, haben hatten wir wir schon. Genau. Sehr, sehr cool. Oben dann wieder Staufächer. Ich glaube, wir zeigen es noch mal gleich von innen. Also wir sind noch nicht mal reingekommen. Wir sind jetzt wahrscheinlich haben wir schon wieder den Rahmen gesprengt. Sind schon, Jetzt schon 15 Minuten? Jetzt sind es 13,5. Okay. Ja, schauen wir mal. Ja. So, Wir kriegen jetzt das noch ist der hin. Eingang gerade ein bisschen wir warten hier schnell. versperrt. Aber die Frau zeigt schon ganz gut, wie man das Ganze nutzen kann. Dürfen wir mal mit reinkommen? Ja, aber alleine. Ja, okay, sie möchte erst rauskommen, kein Problem. So, bei was haben wir noch nicht gesprochen? Bodenfreiheit, die neue Wege eröffnet. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also das habe ich gerade vorgelesen, stand außen dran. So, also wir haben richtig Bodenfreiheit. Das auf jeden Fall bei diesem Fahrzeug. Zum Innenraum reinkommen haben wir hier gleich zum Design. Was ist auch hier neu beim Editionsmodell? Nennen wir als allererstes mal. Das ist, wir haben hier Mercedes-Benz Komfortsitze. Neu jetzt bei Yukon auch in Verbindung mit Leder. Und das haben wir hier gleich im Editionsmodell mal ausprobiert. Wir haben eine Leder-Velour-Kombination hier mit dem gebrandeten K-Peak-Logo. Ich wollte es gleich schon zeigen. Genau. Jan hat es schon gesehen. Wir haben einen Teppich hier auch mit dem K-Peak-Logo gebrandet. Und wir haben eine schöne 4er Rücksitzbank. Die ist auch nochmal neu jetzt in diesem Jahr bei Yukon. Wir haben hier eine eingezogene Keder. Und hier, man sieht so ein bisschen eine Beule, ne? Also wenn man sich hier hinsetzt, Ich zeig's gerade mal. genau, soll das eine Lendenwirbelstütze nachahmen. Also es soll nochmal richtig
von hinten den Rücken unterstützen, weil wir natürlich nicht nur vorne upgraden wollten, sondern wir wollten die gesamte Sitzgruppe ein bisschen so einen Extra-Pfiff geben nochmal. Und das haben wir damit geschafft. Wir haben hier einen Tisch. Ja, kannst gerne sitzen bleiben. Ein Tisch, eine Tischverlängerung. Oh, die Dame hat es nicht richtig eingehängt. Ne? Ich habe gedacht, das darf aber nicht Wir passieren. klicken es nochmal mit ein. Sagen, genau den Tisch kann man sich jetzt schnappen und dann da unten nochmal festmachen. Genau. Den kann man außen nochmal hinhängen. Wir sehen natürlich, um die Höhendifferenz auszugleichen, sehen wir hier unten, sehen wir auch nochmal, haben wir ein variables Tischbein. Und das können wir dafür nutzen. Ja, Also das heißt, ich brauche nicht mal einen anderen Tisch mitnehmen, oder? Nein, also einen anderen Tisch Für draußen, meine ich. nicht unbedingt, sondern vielleicht lediglich noch 2 Stühle dann für draußen. Ja, klar. Also die Sitze auszubauen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen aufwendig. Dann haben wir hier noch eine Küchenverlängerung. Die sehr stabil ist im Übrigen. Also da kann man sich wirklich drauf lehnen. Das sieht man natürlich, wurde in Deutschland produziert dann am Ende. Ne? Wir müssen es immer ein bisschen übertreiben, aber... Besser übertrieben, als es gleich upgrade. Genau. Da hast du recht, Jan. Natürlich stabil sein. Ja, wir haben wir auch in den anderen nicht gezeigt. Wir haben hier eine Beleuchtung von oben für die Küche. Es ist einfach so viel drin, dass man... Es ist immer was zu entdecken. Das stimmt, gell? Ja, so viel drin, dass man nicht alles und sprengt trotzdem die 30 Minuten. Ja. Das heißt schon einiges. Kleine Staufächer. Überall haben wir Einstaufer, kleine genau. Staufächer. Und wir kommen gar nicht dazu, die ganzen Staufächer zu zeigen, weil es sonst so viel gibt. Wahrscheinlich was Kleines, genau. Ja. Also, und wer sich jetzt fragt, wie komme ich jetzt ins Bett da hoch? Normal ist natürlich auch noch eine Leiter dabei, die haben wir jetzt verstaut. Und das Heki. Das Heki, genau. Genau. Hier gibt Fenster. Was das heißt, was ist der Grund, warum das jetzt so gebaut ist? Wie meinst du? Mit dem Ach so, Fenster umdrehen, dass man es besser belüften kann. Genau, ohne dass man das Dach dann extra nochmal aufmachen muss Genau. und so Für weiter. Tageslicht. Tageslicht. Und so weiter. Shit. Das sollten wir uns abgewöhnen. Nein, das klingt immer so ein bisschen abwertend. Wir meinen das gar nicht so mit diesem und so weiter. Also falls uns das mal rausrutscht, es ist nicht so, ach ja und so weiter. Genau. Nee, es ist einfach viel drin und deswegen sagen wir und so weiter. Was wir auch noch nicht erwähnt hatten in keinem Video, vielleicht wichtig, das zumindest im dritten jetzt mal zu erwähnen. Leute, ihr müsst euch alle 3 angucken, sonst verpasst ihr irgendwas. Genau. Es hilft nichts. Die ganze Beleuchtung hier drin ist auch nochmal dimmbar. Nein, echt? Das ist richtig gut. Und wir können hier einfach diesen Knopf festhalten. Das ist mein Favorit immer. Und dann können wir die ganze Beleuchtung hier dimmen. Wir sehen es hier vielleicht ein bisschen besser. Dann Genau, filmen von wir da es hier. steuert man ja alles. Also jetzt heller. Ich klick's nochmal, jetzt dunkler. Das musst du zeigen, John. Ja. Genau, zeig nochmal ganz kurz. Oh, und jetzt wieder heller. Ja. Ja, das finde ich immer sehr wichtig, weil ich abends auch will man wichtig. ja nicht unbedingt im Krankenhaus dann sitzen. Genau. Ja, aber man braucht halt manchmal auch immer hell, ne? Das gleiche auch nochmal hier für die Lesebeleuchtung. Oh, mega. Also das hier auch nochmal, das separat schaltbar. Also wer ein Fan von abendlicher Romantik ist Ja, und von Ambiente, der findet sich hier wieder. Findet sich im K-Peak wieder, ja. Naja. Ja, gehen wir nicht näher drauf ein. Der Sven wird jetzt noch schön drauf rumhacken. So, also wir haben hier einen Kompressorkühlschrank, vorhin erwähnt. Kompressorkühlschrank, also wir haben natürlich genug Strom an Bord, deswegen wir leisten uns einen Kompressorkühlschrank. Wir brauchen kein Gas, wir wollen auf Gas verzichten, wir wollen nachhaltig sein. Und von dem Sind wir auch, oder? Mit Solar? sind wir auch mit Solar und einer 300 Ampere-Stunden Lithiumbatterie, was natürlich bei der Fahrt auch geladen wird. Wir hatten vorhin gezeigt, wie das Bett nach oben geklappt wird. Ist natürlich auch so, soll ich es von hinten mal wieder runterklappen? Ja, stimmt, genau, dann haben wir nochmal sehen wir es von innen? Ja, ich mach das gerade mal und wir zeigen mal hier, was es sonst noch so zu sehen gibt. Zum Beispiel Schränke. Ich finde es so schön, dass die auch so gut beleuchtet sind, weil manchmal muss man sich echt zu Tode suchen. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Das stimmt. Hier hat man auch daran gedacht, Fällt genau. gar nicht so auf. Es ist, umso mehr man hier rumläuft, weil das ist jetzt das 3. Modell, wie gesagt, Ja, umso mehr fällt einem auf. ja, absolut. Also ich finde, nicht nur vom Design haben die sich einiges einfallen lassen, sondern auch von der Praktikabilität. Oh, was für ein schwieriges das ist, Wort. ein neues Wort gerade erfunden. Oder? Heißt das Nee, so? das heißt so. Aber das, ich Praktikabilität. Oh mein Gott. glaube schon. Ich habe gerade ein neues Naja, Wort vielleicht wenn da nicht, gelernt. habe ich eine Alliteration. Ach, wir sind nicht im Deutschen. Alliteration? Ja, Alliteration Aber ist ist was das dann auch anderes. nicht, genau. Das ist eine Aneinanderreihung von Wörtern. Genau. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir sind hier im Wohnmobil. Im Kastenwagen, um genau zu sein. Auf einer Länge von 6 Meter. So, Jeanne, wir zeigen jetzt mal das Bett. Ich krabbel mal hoch. Oh, kann ich hier drauf? Kann ich mich da drauf stellen? Okay. Oh, ich finde es total geil. Ein bisschen dafür gedacht, genau, wollte ich gerade sagen. Die ist schon dafür gedacht. Ja, aber irgendwie dadurch, dass du das Brett rausnehmen kannst, habe ich gerade gedacht, hält mich das aus? Finde ich ehrlich gesagt auch viel praktischer, weil manchmal hat man halt so Stufen, die man dann entweder ein- oder ausfahren muss und dann entweder Ich Stolperfalle nehme Platz weg. Nee. oder du kannst andere Dinge nicht mehr öffnen. Ja. Und so
Voll geil. Also ich finde finde die 30 Minuten füllen. ja, es gibt so viel zu sehen. Nee, ich bin ein Riesenfan von diesem Bett. Es ist irgendwie saugemütlich. Ja, das stimmt. Aber es sieht echt super kuschelig aus. Ja. Es ist zwar, also klar, das mal natürlich grad. ist ja auch ein kleines bisschen weniger Platz, das macht es dann irgendwie noch mal gemütlicher. Ja, aber du hast hinten echt Es reicht. 2 Leute locker Platz. Ja, es reicht. Ja. Definitiv. Klar, jetzt sagen die meisten, ich hasse aber Querschläfer. Ja, dann nehmt das andere Modell, Leute. Da habt ihr Längsschläfer. Also für jeden was dabei. So, okay. Wir zeigen das Bad. Wir müssen fertig werden. Das hört sich die ganze Zeit so bescheuert an. Nur kurz zur Erklärung, Videos sollten wir machen zwischen 8 und 15 Minuten. Aber hier gibt es so viel zu zeigen. Ja, okay. Wir Also das nicht Bad. schaffen. Genau. Licht? Ja, nochmal ganz kurz die... mit einer... Drück unten richtig rein. Ah, okay. Okay. Genau. Falls man hier mal die weiß Jacke man ja hat. dann oder- irgendwann, wie das funktioniert. So, auch hier haben wir wieder einen Duschvorhang mit dieser Stange. Ist aber auch immer anders, ne? Ja, ein bisschen anders. Das war im 7-Meter-Modell Ach, ja, so. genau. Stimmt. So, und das kann man dann auch normalerweise hängen lassen. Zumindest hat das vorhin funktioniert. Ja, Ah, wir doch, kann erklären ich das noch mal auch. ganz kurz natürlich, um den Platz optimal auszunutzen, hat Ja. man sich jetzt entschieden, die Stange eben zu demontieren, damit man den Schrank, der noch dahinter ist, halt öffnen kann. Ansonsten wäre der Platz ja verloren. Danke, Jan. Genau. Und ich habe sogar hier hinten dran noch Platz. Dann habe ich hier die Toilette, wo ich extrem viel Beinfreiheit habe. Genau. Habe ich auch schon gezeigt. So, und dann, so, jetzt muss ich wieder überlegen, wie das geht. Push, oder? Das ist hier Push Waschbecken. Ich habe gedacht, das könnt ihr immer so gut erklären, das war. Deswegen habe ich mich schon ganz rausgehalten. Jetzt haben wir doch nur eine Frage. Die Kamera sich gedreht. Klappwaschbecken. Klar, ist ein bisschen anders. Es Das ist ist- anders. Ah ja, es ist jedes Mal anders. Ja. Ja. Krass, obwohl das eigentlich dasselbe Modell an sich ist, aber es ist doch immer wieder ein bisschen... Deswegen ist es wichtig, dass wir 3 Videos machen. Ja, Genau. wichtig. Ja. Ist wirklich wichtig. Weil sonst, also in anderen Modellen ist wirklich dann alles gleich, bis auf die Betten oder so. Was Okay, ich wirklich immer noch so praktisch finde, ist, dass man immer die Möglichkeit hat, auch eine Außendusche zu generieren. Das ist, glaube ich, in durch allen das Modellen Fenster. so, dass man das Fenster dann direkt noch daneben hat. Das ist ganz praktisch. okay, tolle Beleuchtung. Ich glaube, wir sind fertig. Ich glaube, wir haben die 30 Genau. Minuten diesmal nicht geknackt. Oder, John? Vielleicht schafft das noch ein paar Sachen draußen zu erwähnen. Haben wir John? noch irgendwas vergessen? Nee, wir haben es noch nicht geknackt. Also, ich glaube aber, diesmal haben wir noch die letzten Besonderheiten geklärt. Ja, und das war das dritte Modell. Schon genannt. Reis, sag's nochmal. Ich glaube schon, wir sind bei diesem Modell, genau wie wir es gezeigt haben, bei 115.500 Euro ohne 3 Optionen, also ohne Aufstelldach. Also wie es hier steht, knapp bei 130.000 Euro. Und ihr kriegt richtig viel. Nur um es noch ein einziges Mal zu erwähnen, da ist so gut wie alles schon mit drin. Genau. Außer jetzt vielleicht, Außer das Aufstelldach genau. haben wir mit drin, außer den Wechselrichtern, außer den Um das LTE-Router. Modell zu zeigen, weil jetzt genau die 2 Sachen schon mit drin sind. Aber Ja, aber wir wollen ja auch sehen, wie es aussieht, wenn man es mitbestellt, ne? Also, genau. So, ganz kurz stelle ich nochmal vor und dann sind wir durch. Sehr gerne. Luc Schütte ist mein Name, ich bin Export Sales Manager bei Frankia, als auch bei Yukon, ne, gehört ja dazu, und betreue die westlichen, nördlichen und östlichen Länder prinzipiell von Deutschland. Und ja, vielen Dank, dass ich im Video sein durfte und Sehr gerne. bis zum nächsten Video. Danke euch. Ciao.